Guten Mittag, herzlich willkommen wieder bei Linsenjagd in Maasbracht. Mein Name ist Maurits Leugels und ich möchte Ihnen heute mal kurz diese Grand Sturdy 450 AC Variotop vorstellen aus dem Jahre 2020. Diese haben wir seit kurzem in Vermittlung genommen und ich stelle Ihnen heute mal diese wunderschöne, jung gebrauchte Variotop vor. Wir sehen an der Außenseite, dass es eine sehr komplette Variotop ist. Das sieht man schon an der Mast. Wir sehen hier, dass es den Windgeschwindigkeits- und Richtungsmesser gibt, aber auch den Radar, Satellitanlage, bewegbare Beleuchtung auf dem Deck, aber auch alle Autopilot- und AIS-Funktionen innen drin. Die 450 kennzeichnet sich natürlich in unserem Programm, durch dass sie nur 2 Kabinen hat, aber dadurch einen sehr großzügigen Salonbereich und Pantry. Das zeigen wir Ihnen gerne innen im Schiff und wir nehmen Sie jetzt gerne mit auf dem Wasser, damit Sie es auch mal erfahren können. Gehen Sie mit? So, und schon sind wir auf dem Wasser. Angekommen im Wheelhaus. Das Wheelhaus der Variotop kennzeichnet sich als ein Multifunktionsraum. Im Winter werden Sie erfahren, dass es sich als ein Raum benimmt mit dem Salon, wobei im Frühling ich schön das Hinterdeck und die Wheelhaustüren öffnen kann. Aber natürlich auch das Schönste an der Variotop, das lasse ich Ihnen jetzt mal erleben, ist einfach das Öffnen vom Dach. In etwas mehr als eine halbe Minute ändert sich das Wheelhaus von einem geschlossenen Raum, der direkt am Salon anschließt, in einen offenen Raum, wobei Sie die blaue Luft voll reinkommen lassen. Sie sehen jetzt auch im Video, was für eine Lichterfahrung das ist. Und so wie Sie sehen, in etwa eine halbe Minute habe ich ein komplettes Targa Cabrio und auch mit einer Hand bedient. Wir fahren momentan auf gute 1800 Umdrehungen und das Fehlen der Geräusche ist natürlich auch eine Besonderheit der Variotop. Extrem leise, die Rumpf extrem stabil, so wie eigentlich die echten Linsenkenner das auch von einer Linsen gewohnt sind. So wie gesagt, das ist die kleinste Variotop, die 450, nur 2 Kabinen, das zeigen wir Ihnen nachher, wenn wir mal durch die Räumlichkeiten laufen. Aber das Wheelhaus ist eigentlich genau gleich wie unser großes Flaggschiff, die 500 Variotop. Es gibt 2 Monitoren auf diese, 2 Plotter, natürlich 2 Maschinen, so wie jede aus der Variotop-Reihe. Dieser Kunde hat sein Boot komplett ausgestattet mit Kameras. Das bedeutet, ich habe eigentlich immer eine Kamera, die mir einen Rückblick verschafft. Dann habe ich die Seitenkameras, womit es einfach einparken ist, wenn ich ein kleiner, enger, unbekannter Hafen habe. Und auch habe ich noch eine Kamera vorne auf der Bug, die mir das Einparken dann einfacher macht. Jetzt ein bisschen schwierig zu sehen durch im Tageslicht, aber das werden wir im Video dann nochmal ein bisschen erläutern. Hier ist es ausgestattet, so wie jede Variotop, mit einem Generator, 17,5 kW Cummins Onan, der mir meinen Buch- und Heckstrahler unbeschränkt verfügbar stellt, aber auch stufenlos ich die Buch- und Heckstrahler steuern kann. Das zeige ich Ihnen gleich mal, wenn wir ein Manöver machen in stilles Wasser. Hier haben wir ganz einfach das UKW-Gerät, dann haben wir hier die Bedienung von Autopilot und ich kann natürlich auch schön, wenn ich meine Haare mal im Wind haben will, die Bank erhöhen und komme dann auf Kopfhöhe mit die Fenster vom Wheelhaus. Besonders schön, wenn man auf offene Gewässer ist und mal richtig einen freien Blick sich gönnen will über die Gewässer. Das ist jetzt meine Höhe hier, wo Sie mich sehen, die Kamera ist auf gleicher Höhe. Das ist der Ausblick, der Sie vom Wheelhaus aus haben. So, jetzt sind wir angekommen im großzügigen Salonbereich von die Variotop. Kennzeichnet sich natürlich durch eine tolle Pantry-Ausstattung, die ich Ihnen gleich zeigen werde, aber auch eine Absaughaube, ein L-Sitz im Salon und trotzdem noch eine Dinette, schön gesagt vis-à-vis Dinette, aber mit elektrischem Tisch. Also diese kann sich hoch und runter bewegen und damit noch ein extra Bett erzeugen. Das sind die Prinzipien, die Linsen hat für 2 Kabinenboote, um doch noch 2 extra Schlafplätze zu erschaffen an dem Moment, dass Sie es brauchen. Und hier gibt es dann die elektrisch verstellbare Tisch. So. Heizung, so wie Sie das von Variotop kennen, kommt schön an der Seite raus.
und ist ganz gleichmäßig verteilt. Man hat keine störenden Luftströmungen. Und diese Doppelung hier ist für die Plissés, die integriert sind, wobei der kompletten Salon ausgestattet ist mit Plissés, sowie auch die Kabinen und auch das Wheelhaus. Wir haben hier eine Startmöglichkeit für den Generator. Der wird nicht nur verwendet für Bug- und Heckstrahler, die gehen auf Drehstrom, also 400 Volt, unbeschränkt verfügbar. Aber an dem Moment, dass ich hier der Ofen, die Geschirrspülmaschine, die Induktionskochherd oder die Waschmaschine Trocknerkombi einsetzen will, habe ich während der Fahrt immer 17,5 kW zur Verfügung. Ein ungekannter Luxus während des Fahren. Ich nehme Sie auch gerne mit nach die Frontkabine, die Vorkabine mit ihrer eigenen Dusche und Toilette. Und nachher zeigen wir Ihnen auch die Eignerkabine, auch wieder mit eigener Dusche und Toilette. Und jetzt die Vorkabine. Die Vorkabine hat ein großzügiges 2-Personen-Bett mit 2 getrennten Matratzen. An der Seite sehen Sie auch in die Schränke ausreichend Staumöglichkeiten mit Hängeschränke an beide Seiten, aber auch Ablegeregale. Einen großen Vorraum, wo ich mich einfach umkleiden kann, aber auch wieder die Teppichboden im Fußbereich, damit es ganz komfortabel ein- und aussteigen ist morgens im Bett. Die Seitenwände sind extrem leise Material, sanftes Material ausgeführt und das macht die Kabine auch extrem leise in der Nacht. Von der Gästekabine geht es auch direkt in die eigene Toilette, die von 2 Seiten zugänglich ist, vom Salonbereich, aber auch vom Kabinenbereich. Damit ist es tags übrig für die Gäste einfach, um so die Toilette zu erreichen. Und in der Nacht sind natürlich die Gäste, die eventuell im Salon schlafen, auch getrennt von den Gästen in Vorkabine. Elektrische Toilette mit Spülung und wo auch die Staumöglichkeiten, indirekte Beleuchtung hier hinter den Spiegel, aber auch da wieder ausreichend Staumöglichkeiten. Die Dusche befindet sich an der Steuerbordseite und auch hier ist hinter der großen Tür der Waschmaschine Trocknerkombi integriert, damit Sie auch einfach alle Wäsche versorgen können während des Fahren. Was Ihnen trotzdem auffallen wird, ist, dass jeden Raum hat immer eine Doppelbelüftung. Belüftung ist ja lebenswichtig auf einem Boot. Und Sie sehen immer, dass es oben gibt es ein Licht mit Mückengitter und Verdunklung. Aber es gibt auch immer die Bullaugen und damit eine ständige Belüftung vom Boot. Jetzt den Laufweg nach die Hinterkabine sehen Sie an der rechten Seite einen extra Kühlschrank, damit Sie auch ausreichend Kühlgelegenheit haben. Da unten gibt es den Weinklimaschrank. Also auch schön Ihre Weinflaschen auf die richtige Temperatur bewahren können. Dann gibt es an der linken Seite die Kleiderschränke für die Eignerkabine. Und weiter, wenn wir die Kabine eingehen, sehen Sie auch wieder hier den Teppichboden. Ein sehr großzügiges Bett von 1,80 bei 2 Meter mit einem Lederumzug, einem Lederrand drum. Und an beide Seiten gibt es dann extrem sehr viel Stauraum. Es gibt noch ein Tresor integriert. Es gibt hier Kleiderschränke, die bis auf den Boden durchgehen an beide Seiten. Und der Fernseher hat dieser Kunde nicht in die Hinterkabine, nur im Salonbereich. Aber dafür hat er sich hier eine andere Aufstellung mit Schuhfache ausgewählt. Natürlich, die Eignerkabine hat die schönste nasse Zelle, Toilette, Dusche, und die Dusche ist auch wesentlich groß. Gut, jetzt sind wir wieder zurück im Wheelhaus. Wir haben hier natürlich im Wheelhaus einen tollen Platz für 4 oder 5 Personen. Noch einen schönen Ablagetisch, um die Tasse Kaffee oder ein schönes Getränk abzustellen. Die Stereoanlage ist im Salon, aber auch hier oben integriert. Und hier gibt es noch eine kleine Wetbar, die ich einsetzen kann. Dieser Kunde hat keinen Kühlschrank drin, aber das ist eine Möglichkeit, die wir bieten können für den neuen Eigner. Dann kommen wir hier auf dem Achterdeck. Das ist eine große Bank, einen höhenverstellbaren Tisch und ein Teil hier zum Ausnehmen, damit ich einfachen Zugang habe zu die Badeplattform. Diese Badeplattform ist nicht ausgestattet mit elektrischen Armen, um ein kleines Beiboot
aufzunehmen, aber auch das sind Möglichkeiten, die wir einen neuen Eigner bieten können. Und damit haben Sie auch mehr Fahrspaß mit ein kleines Beiboot. Die Deckkisten sind integriert, bieten sehr viel Stauraum hier unten. Und Sie sehen, wie eine Variotop das auch immer hat, ein komplettes Teakdeck. Vorne auch auf die Laufgänge und auf dem Vordeck. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie haben sich auch gefreut auf die erste Bekanntmachung mit dieser schönen 450 AC Variotop. Bitte besuchen Sie uns, nehmen Sie Kontakt auf mit einem von meinen Kollegen. Wir gehen jetzt rasch weiter. Meine Kollegen werden Sie verkaufsbereit machen. Und vor dass Sie es wissen, liegt sie bei uns im Ausstellungsraum. Aber sorgen Sie dafür, dass Sie nicht zu spät sind, weil diese wird wahrscheinlich nicht lange bei uns auf der Werft im Angebot sein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ich und meine Kollegen hoffen, Sie bald wieder in Maasbracht zu sehen. Tschüss!